Lassen Sie Ihren KI-Agenten mit Bluent interagieren? Was ist dafür zu tun? Sobald Sie MCP Connect lizenziert haben, besteht die Möglichkeit, zunächst die rechte Definition des MCP-Services, also der Schnittstelle der Verbindung zwischen der KI und Bluent, zu definieren. Das machen Sie in der Administration, in der Rechteverwaltung. Dort wählen Sie die spezifische Gruppe aus, zum Beispiel Betriebsorganisation, und wählen die Daten aus bzw. die Werkzeuge, die das KI-Modell später nutzen darf. Zum Beispiel die Projektwerkzeuge, um spezifische Projektdaten abzufragen, und auch personenbezogene Daten, aber nicht die Abwesenheiten. Das wollen wir verbieten. Alle anderen Informationen wollen wir ebenfalls verbieten. Dieses rechte Profil ist verbunden mit einer Personengruppe, und wenn sich diese Personengruppe nun mit einem KI-Bot unterhält oder einer KI, dann greift eben im Austausch der KI mit Bluent exakt diese Einschränkung. Im nächsten Schritt müssen wir uns nun mit einer KI verbinden. Ich wähle hierfür ChatGPT, und damit wir ein sinnvolles Szenario abbilden können, schauen wir zunächst einmal in die Grunddaten. Ich habe hier 24 laufende Projekte selektiert, und ich werde mich jetzt über die 24 laufenden Projekte mit ChatGPT unterhalten. Ich habe hier schon einmal bei ChatGPT gefragt, ob die Verbindung mit Bluent steht, und es wurde bestätigt. Und meine erste konkrete Frage war, wie viele Projekte sich aktuell im Status der Umsetzung befinden, und folgerichtig wurden 24 Projekte gefunden. Also wir arbeiten auf der gleichen Datenbasis wie eben im Bluent selber auch. Und jetzt können wir darauf aufbauend weitere Fragen stellen, und ich will zwei, drei Beispiele einmal hier zeigen. Beginnen wir mit der Frage nach überfälligen Projekten. Also welche Projekte sind aktuell überfällig? Da wird auch gleich erkannt, was das bedeutet, welcher Tag heute ist. Und wir kriegen hier die Liste der überfälligen Projekte. Allerdings sind die jetzt alle in unterschiedlichen Status, und ich möchte ja nur die überfälligen, die sich in der Umsetzung befinden. Also stellen wir die Frage auch nochmal etwas konkreter. Und also von den 24 Projekten sind 7 überfällig. Also stellen wir die nächste Frage, und zwar wollen wir ganz gern eine Grafik haben, die uns das Ergebnis repräsentiert. Und wir erhalten eine kleine Grafik. So, jetzt gehen wir mal etwas tiefer hinein und verbinden das Ganze mit dem Thema Portfolio. Und wir erhalten jetzt die Portfoliozugehörigkeit in tabellarischer Form. Sogar nochmal mit einer Zusammenfassung. Ja, und zu guter Letzt lassen wir uns doch jetzt von einem Portfolio, ich nehme mal das Let's Play Demo Portfolio, eine Zusammenfassung erstellen. Das ist schon mal ein etwas längerer Prompt, also ich möchte auf Grundlage meines Demo-Portfolios Ad-Hoc-Informationen haben, und zwar in Form eines Statusberichtes. So, nun ist er fertig, und jetzt schauen wir uns den Statusbericht mal an. So, hier ist er. Unser Portfolio umfasst 21 Projekte. Geplante Kosten werden dargestellt, die Ist-Kosten, auch der Forecast, die Meilensteine,
Verzögerungen und auch Bemerkungen über das Portfolio kann ich einsehen. Sicherlich kann man hier und da noch ein bisschen optimieren, aber für die kurze Zeit eine ganz passable Information. Und im Rahmen von MCP könnten jetzt andere Modelle diese Information nutzen, um weitere Prozesse in Ihrem Unternehmen anzustoßen, zu prüfen oder weitere Informationen zu liefern.